Boss Bottle Elixier oder Boss Bottle Absolu oder Absolu, wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Welcher ist denn nur der beste? Oder sind das überhaupt die beiden besten Boss Bottle Versionen? Es gibt so viel geile Boss Bottle Versionen, aber ich habe auch alle, fast alle. Und jetzt die beiden, weil ich glaube, die beiden dürfte hier, da seid ihr oder sehr viele scharf hinterher und Elixier, wow, ihr kennt ja das schon ein bisschen, ne? Aber macht es wirklich Sinn, das absolute Absolu auch zu holen? Die Frage werde ich euch beantworten, also dranbleiben, Freunde. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Mein Name ist immer noch Dennis, natürlich aus Hamburg. So, Boss Bottle Elixier oder Boss Bottle Absolu oder Absolu, wie auch immer. Erstmal sind das zwei geile Flanker. So, sagen wir mal, fangen wir mal an, 89, nee, 98, glaube ich. 99, ist auch egal. Auf jeden Fall, Boss Bottle kam auf den Markt. Wie soll ich sagen, ein Apfelkuchen, Apfelstrudel, nee, ja, am Anfang, früher war es schon fast Apfelstrudel, weil es war mehr süßer Apfelvanille. Und dann kamen so viele Ableger, wirklich geile dabei, bis zum Boss Bottle Oud sogar, Eau de Parfum, sehr geil. Oder auch Triumph, der nach den Elixier kam. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und nun ist das Absolu da oder Absolu. Auf jeden Fall ist es ja schon länger draußen ein bisschen, aber ich möchte euch auf jeden Fall den Vergleich mal zeigen, ob sich das lohnt. Flakon, ja, muss ich da was zu sagen. Optisch fast immer gleich. Unten hier ein bisschen gelb. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall, ihr kennt ja das Spiel, ne? Hier, das alte Boss Bottle Spiel. Und ja, das Elixier. Wir fangen mal mit den Elixier nochmal an. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Duft. Wenn man sich überlegt, dass das immer noch Design ist, ist das wirklich von allerfeinsten oder oberste Oberklasse im Designerbereich. Ich habe am Anfang, wo ich den Duft das erste Mal gerochen habe, tatsächlich Dior Sauvage Elixier Vibes gehabt. Aber das hat doch wirklich nur die ersten 10 Minuten. Dann geht er in eine, ja, holzig sportliche Version, ja, könnte man so sagen, mit Vetiver und Weihrauch. Und hat dann dieses Würzige, und vor allen Dingen hat er ja auch gar kein Salmiak oder Lakritze drin, wie beim Original zum Beispiel, also Original, ich meine damit den Dior Sauvage Elixier, und deswegen ist das nach 10 Minuten, Viertelstunde auch anders. Es ist ja auch nicht so 100%, dass ihr gleich Dior Sauvage Elixier habt. Nein, ihr habt, öfters ihr den riecht, habt ihr schon die Boss Bottle DNA, aber die DNA vom Boss Bottle ist wirklich zurückgenommen. Ihr habt nicht wirklich den Oldschool-Touch, habt ihr hier nicht drin, so wie zum Beispiel Jean-Paul Gaultier das mit den Elixier gemacht hat, wo ihr wirklich den Vibe von den alten Le Male dran habt. Das war ganz cool gemacht. Das habt ihr hier nicht. Also minimal schwingt natürlich das Süße, die Vanille, vielleicht im Background mit. Ist, glaube ich, überhaupt nicht gelistet. Will nichts Falsches sagen. Aber das Ding ist, selbst wenn nicht die Vanille drin sein sollte, das, was ihr selber war oder riecht, ist ja wichtiger. Ich sage das ja jedes Mal in meinen jetzigen oder meinen letzten Videos, weil es kann ja auch Vetiver, hier ist, da kommen wir gleich zu Vetiver als Beispiel, hier kann ja auch Honig drin sein, so, aber ihr nehmt Honig gar nicht wahr. Ihr müsst ja das wahrnehmen, was ihr riecht. Und ich finde, der Elixier riecht wirklich luxuriös, teuer und gut. Und im Endeffekt ist es für einen Designer auch, inzwischen sind die Preise also heftig teuer und ja, dieses Zwischending, Designern und diese Preise ist schwierig im Moment, sagen wir auch für die Designer allgemein, weil viele Leute günstig oder ganz teuer kaufen wollen. Schwierig, ne? Muss man ein bisschen gucken, aber Boss Bottle, also wenn man einen schön holzigen Weihrauchduft haben möchte, ne? Dazu etwas süß, auch frisch, dann kann man sehr, sehr gut zu den Elixier greifen. Es ist ein Best-Duft, muss man wirklich sagen. Und da habe ich gesagt, ihr kennt vielleicht noch das Video, warum hört Boss Bottle da nicht auf? Ich habe den ja vorgestellt, wo der rausgekommen ist. Ich hatte den noch nicht, ich habe eine Probe gehabt. Proben riechen auch immer noch ein bisschen anders, aber ich habe gesagt, der ist so gut, jetzt muss Boss Bottle aufhören. Dann kam der Triumph noch, der mich wirklich überzeugt hat. Nicht besser als das Elixier, aber es hat mich überzeugt, da ist so in dem Background richtig was Schönes drin. Geil. Ja, aber dann habe ich gesehen, jetzt kommt das Absolu oder Absolu und ja, da habe ich gedacht, warum denn nicht? Ich habe doch gesagt, hört auf. Das Elixier rundet das perfekt ab, aber dann kam das Absolu bei mir. Der Dog sagt Absolu. Tja, und da fragt man sich, wo hört Designer auf?
wo hört Designer auf, wo fängt Nische an? So, meine Fresse. Das ist so ein genialer Duft. Der ist so gut. Würzigkeit. Hier ist Vetiver, glaube ich, hoffe ich verwechsel. Das ist nicht Vetiver drin. Zeder. Auch eine Süße, eine leichte Frische, aber es ist so spektakulär und so genial gemacht wie das Boss Bottle Oud, weil ich finde, Boss Bottle Oud werbt ja mit echtem Oud, da kann nicht viel drin sein, aber werben sie und es ist einfach ein ganz anderes Oud, wie komplett überhaupt Leute, die so Oud oder die Düfte, die Oud kreieren, also die Düfte, die heute ist aber auch wirklich, ne, die Düfte, die Oud kreieren. Ich meine natürlich die Parfümier, die Oud kreieren oder die Düfte kreieren, wo das Oud drin ist, riecht immer nicht gleich, aber ziemlich ähnlich, aber das Boss Bottle Oud riecht anders. So, und das ist auch genial. Und so haben sie auch den Duft gemacht. Aber auch nicht synthetisch, nicht irgendwie plünn. Er riecht teuer und Luxus und genial. Und da ist die Frage, wie ich eben schon eingangs gesagt habe, wo hört Designer auf und wo fängt Nische an? Also das ist genial. Damit will ich sagen, für die Leute, die neu sind, auch noch nicht so lange im Business drin, es gibt günstige Düfte oder beziehungsweise es gibt Drogeriedüfte. Es gibt günstige Düfte. Dann gibt es Designerdüfte, die inzwischen sehr teuer geworden sind. Und dann kommt Nische. So, und da gibt's von günstig bis sehr, sehr teuer. Und natürlich ist die Qualität der Nischendüfte oder im Schnitt immer besser. Punkt. Ne? Ich bin auch ein großer Nischenfan. Ich greife immer mehr zur Nische, aber ich habe auch eben sehr, sehr, sehr viel Designerdüfte. Und ich muss sagen, das hier, der schwingt zwischen, also eigentlich ist da absolut fast gar nicht zwischen, also er ist ganz weit am Ende des Designerbereiches und ist schon sehr, er kratzt sehr an Nische, weil die Qualität ist, muss man schon sagen, ist wirklich von allerfeinsten. Dann habt ihr auch Leder und Patchouli. Das rundet das alles ab. Es ist genial. Und deswegen, ja, wer gewinnt jetzt? Also von der Qualität und von der DNA oder von der überhaupt ist das ein Must-Have oder das die Nummer 1 wirklich von Boss Bottle. Nehmen wir mal den Original weg, der kommt da nicht ran von der Qualität, das ist der geil, aber es ist eben der OG. Aber das Oud ist, als Eau de Parfum ist auch genial, aber hier, der rundet alles ab. So, Punkt. Aber das Elixier ist auch sehr gut. Also braucht man beide? Ja. Braucht man, weil die DNA, sie riechen ja nicht gleich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also, wenn ihr neben den OG, und ich habe sogar das Intense übrigens von Boss Bottle Intense, das muss ich hüten, das ist der beste Boss Bottle Original so. Aber alles, was dann gekommen ist, die ganzen Flanker habe ich, außer Night muss ich noch haben, den hatte ich irgendwie nie, ich kenne ihn aber, und Tonic, den hatte ich mal, einen kleinen, den muss ich mal wiederholen. Dann hätte ich, glaube ich, alle. Aber ich sage euch eins, greift immer, also die anderen sind auch wirklich gut. Auch Triumph ist gut. Also eigentlich könnt ihr den Triumph Elixier absolut auf jeden Fall noch euch in die Sammlung holen. Und natürlich das Oud. Aber wenn ihr wirklich einen perfekten Boss Bottle haben wollt, neben den OG, von der Qualität, dann ist der absolut wirklich Nonplusultra top, was Boss Bottle angeht. Jetzt sage ich nochmal den Satz. Ich hoffe, Sie hören auf. Jetzt. Da ist, also, jetzt kann es fast nur noch schlechter werden, wirklich. Haltbarkeit. Sage ich nochmal schnell. 9 Stunden aufwärts und hier auch über 9 Stunden, 10 Stunden. Das ist natürlich eine super Qualität, das ist top, weil man von Boss Bottle ausgeht und Ausstrahlung, ihr werdet wahrgenommen. Bei beiden Düften, bei den Absolut noch ein bisschen mehr und ist auch, glaube ich, von der Haltbarkeit war ein Tick schneller, stärker, nicht schneller. Und ich muss sagen, wirklich genial, wirklich genial. Da passt einfach alles und ja, geil. Auch hier übrigens schwingt die DNA nicht so wirklich mit vom Original. Aber es ist auf der Haut auch immer noch bei jedem anders und vielleicht nehmen welche das Original war, aber auf jeden Fall geil. Leute, Elixier und das Absolut müsst ihr haben. Und dahinter Oud und Triumph. Und im Endeffekt die Rest, ja, sind cool, sind cool. Und natürlich das Intense, wenn ihr das irgendwo natürlich noch kriegen könnt, ist lange eingestellt worden, dann holt euch auf jeden Fall definitiv das Intense. Also Original, Intense und die beiden Kandidaten. Vielleicht noch das Triumph und natürlich Oud. Dann habt ihr eigentlich alles, was dazwischen ist. Marine ist Tonic, ist gut.
Aber es ist kein Muss. Das ist kein Muss, nur die ich aufgezählt habe. Also Leute, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Guckt unten meine Videobeschreibung für alle, da ist einiges verlinkt. Und vor allen Dingen schreibt mal unter, welche Version findet ihr am besten und welche habt ihr? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mal wegen Top 8, Top 5, Top 3, Top 10 von Bossbottle auf. Das würde mich interessieren und dann haut rein und bis zum nächsten Mal.